Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Es ist Sonntag. Bevor ich jetzt loslege, erinnere ich euch dran, heute Mittag 15 Uhr habe ich die Vollmondlegung gedreht, die Vollmondbotschaft. Dies ist, glaube ich, am 24., soweit ich weiß. Also viel Spaß beim Gucken. Und ja, was kann ich euch berichten? Es gibt nicht viel Neues, es ist immer das Gleiche. Ich muss sehr viel Zeit für mich freischeffeln und es gibt auch so ein paar Körperlichkeiten, mit denen ich gerade kämpfe. Was heißt kämpfe? Das ist schon wieder so doof, ne? Man kämpft mit irgendwas. Ich möchte ja nicht kämpfen, aber man muss damit umgehen. Es ist ja auch manchmal sehr schwierig, immer wieder positiv zu bleiben und das auch zu vermitteln. Manchmal ist mir auch zum Heulen, das zeige ich dann aber nicht, weil ich nicht destruktiv sein will. Aber ja, es geht irgendwie. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Kraft das man hat, wenn man sie braucht. Dabei war ich vorher schon voll ausgelutscht und jetzt bin ich hier voll in Bewegung und Action. Okay, dann nehmen wir noch diese hier. Das sind die Sorcery Cards von Nadine Breitenstein. Und wir nehmen noch einen Engel. Wenn ich sie zu greifen kriege. Und eine Pflanze darf auch nicht fehlen. Falls ihr Fragen an mich habt oder so, also keine Kartenfragen, sondern an mich persönlich, fällt mir jetzt gerade wieder so ein, ich habe das früher öfters mal gemacht, gerade wenn die Kanäle gewachsen sind, kommen ja viele neue dazu, die nicht so richtig kennen oder wissen, was man hier macht. Und da habe ich das immer wieder mal gemacht, dass ihr mir Fragen stellen durftet und ich habe die dann unten am Video angeguckt und habe mir die rausgesucht, die ich beantworten wollte. Also dürft ihr gern unten schreiben, was Privates, was zu meiner Person, was auch immer. Hier unten haben wir mal wieder die Sonne. Das ist ja schon wieder mal mega, ne? Das ist auch so was, was ich gerne weitervermittle. Es kann im Leben schon ganz schön düster sein oder man ist mit Schicksalsschlägen, muss man sich auseinandersetzen, ob man will oder nicht. Und egal, was ich jetzt lege, ich lege sehr oft gute Orakel. Das heißt für mich auch immer, ich kann mich rausnehmen. Ich bin als der es weitergibt, nicht immer in Resonanz, sondern ich kann es neutral weitergeben, auch wenn es jetzt für mich gerade nicht so aussieht. Das ist für mich wichtig. Und es macht natürlich auch Mut, ne? Die Karten sind Hoffnungsträger, die zeigen immer wieder auf, egal welche Situation du hast, du kannst sie überwinden. Manchmal sagen sie sogar wie. So, jetzt dürft ihr wählen. Mir fällt es heute wieder mal schwer. Ich wollte erst Rot, dann Silber. Jetzt bleibe ich einfach bei Rot. So, was haben wir hier? Das Gesetz ist nicht gleich Gerechtigkeit. Hier sind die Waagschalen drauf zu sehen. Es
Es kann ja sein, dass irgendjemand oder irgendwas mit unfairen Regeln spielt. Wir haben die Nachtigall, ich sage gleich mehr dazu mit dem Thema Sehnsucht. Wir haben den Ahorn mit dem Thema Großzügigkeit. Wir haben den Schutz. Wir haben den Holunder, den Engel des Mutes. Oh, die Sternengreiferin. Wunderbar. Und wir haben hier unten noch eine Gelegenheit oder eine Möglichkeit, alle Herzensdinge in die Stabilität zu bringen, die Liebe zum Umfeld zu hinterfragen, ne? Stabile Zeiten in der Liebe zu erleben oder natürlich auch in Projekte zu investieren, die einem am Herzen liegen. Wenn dir hier Ungerechtigkeit widerfahren ist, es kann sehr gut sein, kommt hier das Gefühl rein, dass man zu diesem Cooldown hat, wo man wieder bei sich ankommt, wo man stabil steht und wo man eben auch weiß, dass es Dinge gibt, die man nicht ändern kann. Die Sternengreiferin hier, die sagt, es ist Zeit, sich einen Traum zu erfüllen. Ein Ziel ist sehr nahe, also etwas, was man sich natürlich auch erträumt hat. Man kann eine große Chance ergreifen, man wird erstaunt sein oder man holt auch für jemanden die Sterne vom Himmel oder jemanden für uns. Mit der Nachtigall haben wir hier halt tatsächlich, dass unser Herz mit uns spricht. Die tiefen Sehnsüchte, die man so hat, die Herzenswünsche, alles, was uns am Herzen liegt. Und man wird hier geliebt und weitergeführt in Erneuerung und Erweiterung. Ja, der Ruf der Nachtigall soll hier auch seelische Schmerzen lindern, sanfte Übergänge ermöglichen. Die Nachtigall schlägt Brücken zu Hinterbliebenen oder auch zu Menschen. Hier kommt so eine Botschaft, mir geht es gut, sei nicht traurig. Und das passt sehr gut zum Holunder, denn bei der Nachtigall sind die Schleier zur anderen Welt sehr dünn. Und man erkennt, dass irgendwie alles zusammenwirkt, dass die Gegensätze benötigt werden, dass Zyklen und Rhythmen im Leben gibt und dass immer alles jetzt ist, ne? Ja, hier hat man auch so ein bisschen den Wunsch nach Erneuerung, hier darf sich was umstrukturieren. Hier darf man die Lebenszeit, die man hat, nutzen, um der Sehnsucht des Herzens zu folgen. Und man darf hier beschützt auch seinen neuen Weg weitergehen. Also hier darf man seinen eigenen Sehnsüchten Platz geben und sie nach außen tragen, nach den Sternen greifen. Wenn etwas länger geht oder länger schon gedauert hat und ihr seid so ein bisschen, ja, wie soll man diese Stimmung nennen? Man hat genug davon, man kann die Zeit nicht beeinflussen, dann kriegt ihr hier gesagt, bitte um ein schnelleres Ende zum Beispiel, ne? Sodass du die Möglichkeit hast, eben belastende Situationen so zu formatieren, dass du mit Mut nach vorne gehen kannst oder ja nicht ewig mehr in der Energie verharren musst und dann nur noch an die Sehnsüchte denkst, anstatt sie in Angriff zu nehmen. Und das finde ich jetzt auch sehr spannend, denn das hier geht an Personen, die haben in ihrem Leben schon viel gegeben. Und manchmal ist es Zeit zu empfangen, andererseits ist es manchmal Zeit, etwas zu geben. Es kann alles sein, Unterstützung, Dinge, Geld. Und die Karte sagt einfach, dass man hier auch aus vollem Herzen geben darf. Es wird nichts vom Universum verpuffen, sondern wir kriegen das 10-fach zurück. Der Kosmos gibt uns die Segnungen zurück, auch gerade wenn man manchmal denkt, ich bin nicht begünstigt oder das ist doch alles hier nicht so fair. Und man darf hier offen sein für die kosmische Fülle und gleichzeitig auch großzügig weitergeben.
Dann haben wir hier den Engel des Mutes. Muss ich die Karte ein bisschen weiter herholen. Entscheidungen zu treffen erfordert immer eine Portion Mut. Dein Engel wird dir dabei zur Seite stehen, sei es um dich zu unterstützen, dich von Dingen zu trennen, die dich belasten, oder dir Mut zuzusprechen, neue Wege einzuschlagen. Glaube an dich und deine Fähigkeiten. Hast du den ersten Schritt gemacht, wird sich alles andere wie von selbst ergeben. Gerade mit dem Hell und Dunkel, alles Mögliche, was hier zusammen oder gegen spielt. Eigentlich ist es eine Botschaft, die auch sehr viel Mut macht, denn keine Zeit dauert ewig. Die Nacht nicht, der Tag nicht. Es wechselt sich immer ab und je mehr man sich das bewusst macht, was auch die Natur macht, mit den Jahreszeiten, der Mond, mit den Phasen, ne, kriegt man hier halt auch gesagt, dass es immer weitergeht irgendwo, ne? Ja, das lassen wir hier mal so stehen. Denkt an die Sonne hier unten. Und wir gucken uns die andere Seite an. Nutze deine Zeit gut. Mache jeden Moment zu einem, der zählt. Tu dir Gutes. Wow, ihr habt den Goldfisch mit dem Thema Reichtum. Ihr dürft ihr Segen empfangen. Ein Flow setzt ein, eine Welle des Erfolgs wird euch ans Ziel tragen. Hier haben wir ein Flow setzt ein und hier ist der Flow. Ein Flow setzt ein. Die Gebete werden beantwortet und sind in der Mache. Also die Wartezeit hier nicht absitzen, sondern etwas Gutes damit machen. Und hier im Vertrauen bleiben, dass eben Wartezeiten auch ihre Begründung haben. Den Glauben nicht verlieren. Hier haben wir mit der Quelle eine große Angebundenheit. Ich sage euch gleich mehr. Wir haben den Baldrian, ihr habt den Engel des Glaubens. Und ja, hier seid ihr, guckt mal, der Engel des Glaubens. Und hier, wenn wir das Kreuz für den Glauben nehmen und die Zweifel vom Fuchs, dann hätten wir hier das Wort Unglauben oder nicht mehr an die Dinge glauben, nicht mehr dem Weg vertrauen, nicht mehr dem göttlichen Zeitplan. Hier wird etwas Schicksalshaftes kommen, das euch lehren wird, dass eure Zweifel nicht berechtigt waren, denn ihr dürft hier zweimal mit was Gutem rechnen. Hier hat man so eine Phase, die ist ziemlich tiefgründig, ne? Man hinterfragt den Grund des Hierseins, es geht einem um tiefen Frieden. Hier auch nochmal steht im Flow-Sein drauf, das haben wir hier dreimal. Also wird hier auch ein Ungleichgewicht angezeigt zwischen die Zeit, die nach vorne geht und dessen, wo sich nichts tut und man so vom Glauben abfällt oder auch Zweifel hat. Hier findet man Fragen bei der Quelle. Man hat vielleicht Gespräche mit oben oder mit Gott, Jesus, je nachdem, wie ihr das nennen mögt. Und mit dem Baldrian habt ihr eben auch dieses Ding, dass er Angst wegnimmt oder Schatten mehr ins Licht holt und sie integriert, statt dass man gegen sie kämpft. Ein Prozess auch, wo Selbstliebe wächst. Ja? Mit dem Reichtum haben wir natürlich auch inneren Reichtum. Das spielt sich ja auf allen Ebenen ab. Ja, und der Goldfisch bringt einen gewissen Segen mit. Auch der schwimmt geborgen im Fluss des Lebens mit. Man darf mit himmlischem Beistand rechnen, auch wenn man hier nicht daran glaubt. Der Glaube ist hier sehr wichtig bei euch. Der Goldfisch, der strahlt und leuchtet hier auch. Der steht auch für Lebensfreude, Ausgeglichenheit. Und ihr dürft hier nicht aufgeben, sondern weiterhin das Beste versuchen, denn ihr seid erhört. Man wird getragen und geführt. Und das, was Spaß und Freude bereitet im Leben,
sollte hier der Wegweiser auch sein. Ne? Nicht auf den Mangel gucken oder auf die Zeit, die nicht vorwärts geht, sondern immer auf das gucken, was Spaß macht, was Freude bringt. Zeiten, in denen man eben warten muss oder wo sich nichts tut. Ich benutze das Wort warten nicht gerne, weil es nicht das Richtige ist. Sagen wir mal so, man lebt halt sehr viel Alltag, aber da ist nichts Besonderes, die nächste Phase steht nicht an, aber hier kommt etwas, was euch tatsächlich wieder in den Fluss des Lebens zurückbringt und wo ihr gut weitermachen könnt und in die richtige Richtung schwimmt. Ihr könnt euch hier auch sagen, ich werde auf der Welle des Erfolgs zu meinen Zielen getragen. So, was sagt der Engel des Glaubens? Der Glaube ist so mächtig, dass er sprichwörtlich Berge versetzen kann. Wichtig ist, dass du an dich und das Universum glaubst, so werden auch deine Wünsche in Erfüllung gehen. Handle so, als wären deine Wünsche bereits Wirklichkeit geworden, denn das ist Glaube. Dein Engel wird dich dabei unterstützen und dich bestärken, du musst nur fest daran glauben. Wir alle werden immer wieder mal auch im Glauben geprüft. Das ist einfach so. Und wie geht es? Entweder durch Stagnation oder durch Sachen, mit denen man nicht rechnet oder mit Meisterungen von bestimmten Situationen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Schaltet heute Mittag das Vollmond-Orakel ein. Ich drücke euch und bis bald.